Hey yo, what's up? Ich hatte actually keine Ahnung, was ich mir bei diesem Piece gedacht habe, aber ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit. Am Anfang ist es natürlich ganz wichtig, sich eine ganz grobe Skizze vorzubereiten, weil ich unbedingt die genauen Proportionen des Gesichts erfassen wollte. Und dann ging es schon an die Hautfarbe, was auch nicht ganz so einfach war, weil ich die selber gemixt habe. Das macht man am besten aus Blau, Gelb und Rot, also den Primärfarben. Ist auch wesentlich günstiger, wenn man sich das selber mixt. Aber es jedes Mal, wenn man das neu anmischt, denselben Hautton wieder hinzukriegen, war wirklich nicht so einfach. Ich habe dann ab und zu mal noch ein bisschen Braun mit reingehauen und das ein bisschen mit Weiß auch gemischt für die helleren Stellen. Und ja, also ich bin vielleicht ungefähr 5-mal darüber gegangen. Habe dann einfach erstmal bei den Lippen weitergemacht, bevor ich mich an die Haare setze oder beziehungsweise das Ganze auf dem Kopf wird nämlich ein bisschen anders. Ich hatte tatsächlich nur eine sehr spezielle Tomato Paste Pasta in meinem Kopf, als ich das Piece angefangen habe. Und daraus sollen die Haare entstehen, aber mehr dazu später. Natürlich darf der Hals auch nicht fehlen. Hier sieht man zum Beispiel, dass es ein bisschen schwer war, wieder genau dieselbe Hautfarbe zu treffen. Dafür konnte ich den Farbton dann eigentlich schon ganz gut für die Pilze benutzen. Ich wollte eigentlich zuerst, dass das so ein bisschen wie der Kragen wird und der Hals da rauswächst, aber da mir das dann zu viel orange-brauntöne waren, habe ich mich dann dagegen entschieden und einfach mal so eine Aubergine dahin geklatscht. Keine Ahnung warum. Wie man sieht, bestehen die Haare aus Spaghetti, wozu eine saftige Tomaten- oder Bolognese-Sauce natürlich nicht fehlen darf. Dabei die ganzen Strukturen der Tomatensauce hinzukriegen, war nicht so einfach. Um das Grün nochmal aufzugreifen und auch dem Shrimp Gonzo auf dem anderen Ohr einen Pendant hinzuzufügen, habe ich mich auf dieser Seite für ein paar leckere Erbsen entschieden, die da einfach so runterbaumeln sollen. Und weil ich natürlich zu faul war, die ganze Zeit zu warten, bis die Farbe endlich trocken ist, hilft es auch manchmal einfach ein bisschen zu föhnen. Und dann ging es schon schnell in den Hintergrund. Eigentlich sollte man den Hintergrund ja auch immer zuerst machen, aber da ich noch gar keine Ahnung hatte am Anfang, was ich wirklich auf die Leinwand bringen wollte, habe ich gedacht, das wird sich schon Stück für Stück alles zusammenfügen. Da habe ich auf der einen Seite mich für Blau entschieden und auf der anderen Seite wieder für Grün, weil ich dachte, wenn das alles komplett einheitlich ist, dann wird es auch wieder ein bisschen langweilig. Und die zwei Farben zusammen bringen ja auch immer eine schöne sommerliche Stimmung, was auch ein bisschen mein Hintergrund war. Am schwierigsten jedoch war es dann bei meinem kleinen Shrimp Gonzo, um diese ganzen 1000 Füßchen rumzumalen. Da hätte ich den Hintergrund wirklich zuerst machen können. Wie man hier dann wieder bei den Gänseblümchen sieht, die dürfen natürlich bei einem Frühlingsbild nicht fehlen. Da war ich ein bisschen schlauer. Kommen noch ein bisschen Details dazu. Hier sieht man die Nudelhaare mit der Pasta. Und jetzt lasse ich es einfach mal wirken. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call.